Nach der Champions League folgt der Bundesliga-Alltag. 3:0 bei Benfica Lissabon gewonnen, damit also so gut wie das Achtelfinale schon klar gemacht, Freunde. Jetzt geht es in der Bundesliga gegen Augsburg um wichtige Punkte und da haben wir in den letzten Ligaspielen nicht so ganz überzeugt. Also lassen wir mal das Spiel in Freiburg weg, das war ja einmalig sensationell, was wir da gemacht haben. Gegen Hamburg unentschieden, gegen Köln unentschieden, Hertha auch sehr, sehr schwer getan. Also es fehlt mal wieder so ein souveränes, gerade Heimspiel. Ne? Und das wäre doch ganz schön. Jetzt mit dem Champions League Sieg im Rücken, mit 2 Veränderungen vorne, kriegt Hugo Duro mal wieder die Gelegenheit, weil Ekitike ist halt nicht fit. Und Brandweight, glaube ich, spielt hinten. Oder habe ich da Lienhardt reingetan? Oh Gott, weiß ich schon gar nicht mehr. Lienhardt ist hinten drin, genau. Für Robin Koch, ganz klar. Die müssen sich auch mal ein bisschen ausruhen. Nach den vielen englischen Wochen geht das auch nicht spurlos an einem vorbei. Und nicht spurlos würde auch eine Führung jetzt hier an uns vorbeigehen. Duro mit der ersten Chance vielleicht. Fofana hinten kommt nicht ran, aber Damen, der nimmt den ganz locker mit. Ja, wir haben die Chance oben, wie gesagt, uns die Tabellenführung zurückzuholen von Leipzig. Die sind momentan so unser stärkster Konkurrent mit Leverkusen, mit Bayern und so weiter zusammen. Aber Augsburg ist halt Augsburg. Gegen die habe ich mich auch schon so schwer und so oft so schwer getan. Und ich weiß auch warum. Weil die auch ganz, ganz eklig zu bespielen sind. Gehen aggressiv drauf, hinten lassen die eigentlich auch wenig zu. Und von daher, ja, kassieren wir wieder ein Gegentor. Wir kassieren einfach zu viel. Das mal vorneweg. Wir haben, glaube ich, schon 19 oder 20 Gegentore. Das ist einfach zu viel für jemanden, der halt oben mitspielen möchte. Wir schießen zwar immer 3, 4 Tore gefühlt, aber halt auch nicht in jedem Spiel. Ja, und da waren wir halt auch wieder nicht gut sortiert. Ich weiß auch nicht. Also, ich meine, eigentlich stand die Viererkette und dann sind trotzdem 3 Mann so weit weg. Und die Grätsche von Lienhardt kommt halt auch zu spät. Wer war es vielleicht? Das erste Saisontor? Nein. Kömür, zweites Tor im 10. Spiel. Sonst ist es ja immer das Premierentor. Aber egal, wir machen weiter. Das gehört halt somit zu unserem Spiel. Das werde ich nie rauskriegen. Das werde ich auch noch in 10 Jahren, wenn es dann dieses Spiel und den Karrieremodus noch geben wird und ich hier immer noch Let's Plays mache, das wird dann auch da in 10 Jahren immer noch der Fall sein, dass wir solche Spiele haben. Es sei denn, es wird sich mal grundlegend was verändern in diesem Spiel, was ich stark bezweifle. Schauen wir mal, wie das in EAFC 26 wird. Jetzt schauen wir erstmal, was in diesem Spiel noch für uns bei rausspringt. Ja, wir müssen einfach in der Bundesliga diese Leichtigkeit irgendwie wieder hinkriegen. Vielleicht liegt es auch an den Gegnern in der Champions League, dass die zu leicht sind. Weiß ich nicht. Aber es läuft ja. In der Champions League geht es ja auch. Nur in der Bundesliga, bis auf das Freiburg-Spiel in den letzten Wochen, da hapert es so ein bisschen. Und das wird jetzt gegen Augsburg nicht viel leichter. Aber wir versuchen es. Duro vielleicht mal mit einem Abschluss, ja. Aber auch mehr Alibi als alles andere. Die Augsburger in einem 4-1-2-2, sehr kompaktes System. Das heißt, es müsste eigentlich über den Flügel, müssten es viele Freiräume für uns geben. Vielleicht ist dann auch das 4-2-3-1 nicht ganz so das Wahre. Vielleicht doch 4-4-2, um das Ganze breiter zu machen. Gesagt, getan. Schauen wir mal. Vielleicht. Ich weiß nicht, ob es dann auch so wird, aber wir probieren es. Nächste Chance. Duro ist da. Wer ist hinten? Der andere Fofana, nämlich Yusuf Fofana. Ja, Rebound ist bei uns, haben wir Glück gehabt. Gucken wir an das Reger und Adingra gegen Sangui. Da sind auch wieder 2 Mann. Die wissen sofort wieder, was wir machen. Das wird jetzt hier wieder ein Hin- und Hergeschiebe. Wie beim Schach. Ein Hin- und Hergespiel, wie beim Handball. Und dann der Durchbruch des Gegners, was wir nicht verhindern können. Oder fehlt Lienhardt jetzt? Da fehlt Lienhardt in der Viererkette. Achtung. Sangui ist da und der Ballverlust. So, und jetzt die Chance umzuschalten. 2 gegen 1 vorne, wenn es schnell geht. Duro ist da gegen Oxford. Und hinten lässt sich einer fallen. Oh, aber wir kriegen den Ball nicht hin. Wenn wir da den Ball hingekriegt hätten zu Usun. Wir hatten Überzahl nach Ballverlust. Aber jetzt müssen wir hinten aufpassen, dass wir nicht in Unterzahl geraten. Augsburg ist nämlich da über Downs. Außen über Cáceres. Und dann ist halt die Lücke wieder da. Das ist Wahnsinn. Achtung, nächste Chance Augsburg. Koren kommt da nicht ran. Und es wird auch wie gegen die Kölner zu Hause echt sehr, sehr schwerfällige Partie, aber wir haben Platz. Und ihr seht das 4-4-2, es nützt was. Es geht nämlich genau das auf, was ich wollte. Und jetzt die Chance. Und der Rebound von Duro. Wenn Fofana schon nicht will, dann Hugo Duro. Nach genau 30 Minuten der greedy. Falsche Fankurve, aber wir haben Platz. Das bringt auf jeden Fall was. Wir stehen breiter. Die Augsburger müssen sich ein bisschen mehr verteilen oder mehr in die Breite ziehen und dann, klar, brauchst du auch mal so ein Tor. Das schieße ich auch nicht auf so ein Abstauber-Ding.
Aber die Dinger musst du halt machen. 1-1, Duro, freut mich auch für ihn, weil er hat auch nicht so viel Glück gehabt in den letzten Ligaspielen. Da sage ich, da fehlt uns vielleicht auch nochmal ein besserer Stürmer, will ich gar nicht sagen, aber vielleicht nochmal so eine dritte Alternative. Achtung! Demetrio ist da. Wichtig. Das wäre nämlich die Augsburger Führung gewonnen. Oh! Der Kameramann muss aber hier unparteiisch sein, ne? Nicht den Augsburgern den Ball hinlegen. Augsburger sind nämlich da. Guck, was willst du da machen? Du kannst nur hoffen, stehen und dann im richtigen Moment in den Zweikampf reingehen, weil ansonsten viel mehr kannst du nicht machen. Ja, außer schnell umzuschalten. Adingra, wie schnell sind wir vorne? Wie viele Leute sind wir vorne? Adingra ist unten durch und es ist wieder Duro in der Mitte. Es müsste wieder Duro. Nein, es ist Usun. Der dreht sich und jetzt rein ins Tor. Usun! Der Außenpfosten. Aber wir haben Platz. Der hätte ich Fofana nochmal mitnehmen sollen. Der war schon im Vollsprint, aber weiß ich nicht, ob er den Ball dann mitgenommen hätte. Aber es läuft besser. Jetzt mit dem 4-4-2, wie gesagt, auf den Außen, breitere Flügel, vorne 2 Stürmer. Das heißt, der eine Sechser vor der Viererkette hat ein bisschen mehr zu tun. Und der wird halt auch nicht 2 Leute gleichzeitig in Beschlag nehmen können. Nächste Chance. Jetzt ist es Fofana, jetzt macht er es auch alleine. Jetzt machen wir es alleine und dann ist natürlich auch wieder ein Gegner dazwischen. Das ist Wahnsinn. Hammerhart, aber gut. Weitermachen, in dem Flow bleiben, dann ist die Führung eigentlich nur eine Frage der Zeit, hoffentlich. Fofana oben durchgesteckt, ja, könnte, nein. War kein Abseits und dann der Ballverlust, das verstehe ich auch nicht. Ich habe zwar angetäuscht, aber den darfst du einfach so leicht nicht verlieren. Und dann müssen wir wieder hinten sein. Und dann aber auch direkt nach vorne, ey, wir müssen uns heute gar nicht hintenrum, oh Gott, wie viele Männer sind denn vorne frei? Das müssen wir jetzt irgendwie gut zu Ende spielen. Ja, nein, Fofana! Aber der andere, zum zweiten, um Gottes Willen, das darfst du keinem erzählen, ey. Oh weia, oh weia, oh weia. Das war aber eine schwere Geburt, wie es im Buche steht. Der musste eigentlich schon rein, von Yusuf Fofana. Dann macht er da so eine Rückgabe, dann hat Malik Fofana Glück, dass er den Ball dann nochmal bekommt. Ich fasse mir an den Kopf, ey, ehrlich. Also was wir manchmal hier für Tore schießen, egal. Es ist sowas von scheißegal, wie wir hier die Tore schießen. Hauptsache, wir schießen die. Und wir sind vorne echt, also heute mit diesem 4-4-2, 3-4 Mann gegen 2 Augsburger. Und wir spielen ja nicht mal Pressing, also selbst das funktioniert doch heute nicht. Aber gut, erstmal Spiel gedreht. Ich weiß nicht, was die zweite Halbzeit noch mit sich bringen lässt, aber auf jeden Fall... Oh, warte, die erste Halbzeit ist noch nicht rum. Die erste Halbzeit ist noch nicht vorbei, aber jetzt, ja, mitten in der Flanke, wird einfach mal abgepfiffen, stark. Ja, guter Schiri. Ansonsten, wie gesagt, das waren 2 Tore. Gut, das eine geschenkt, Abstauberding. Das zweite Tor auch mehr oder weniger Glück. Wir haben aber 9 Schüsse, ey. Woher die 9 Schüsse? 4,5? 4,5 Expected Goals. Hatten wir so klare Torchancen? Es war mir jetzt nicht bewusst. Ja, vielleicht die Chance von Fofana gerade, vielleicht das hat den Wert dann um 2 direkt mal gesteigert, weiß ich nicht, aber so hoch überlegen fand ich jetzt nicht, dass wir waren. Aber gut, ich möchte dem Spiel nicht widersprechen. Das beste Spiel EU-West. So. Ein drittes Tor wäre ganz schön. Vielleicht direkt nach der Pause. Adingra. Oh, rote Karte. Mein Freund. Oder mindestens gelb. Die Attacke von hinten. Der muss morgen wieder arbeiten, Junge. Was ist denn mit dir los? Ja, rote Karte. Habe ich ja gesagt. Downs. Und das ist natürlich ein perfekter Start in Halbzeit 2. Ich hoffe, Adingra ist nicht verletzt. Komm, das geht wieder, hopp. Aber die Aktion, ja, also komm, ey, offene Sohle von hinten. Was willst du da machen? Brauchst auch kein VAR. Gibt es erstmal einen Wechsel. Bellio runter, Cardona rein. Wahrscheinlich Innenverteidiger für einen Stürmer. Beziehungsweise umgekehrt. Nee, doch, war ja richtig. Innenverteidiger für Stürmer. So, jetzt mal gucken, Einers. Mal gucken, ob er es auch von Weiten kann. Das sind ungefähr 35 Meter. Wir machen mal gerade flach. Außenriss. Wir probieren es einfach. Keine Ahnung, der wird eh nicht reingehen. Aber mal gucken, man weiß ja nie. Abgefälscht. Ja. Lass den mal in die Mitte abfälschen und den Keeper auf die andere Seite springen. So, also wenn nicht jetzt, wann dann? Wir sind ein Mann mehr, wir haben eine gute Formation. Wenn nicht jetzt, wann heute? Fofana auf den anderen. Oh, nee, falscher Fofana. Das wäre zu viel Klein-Klein. Das ist zu viel Klein-Klein. Mehr direktere Abschüsse. Jetzt vielleicht. Jawohl, Koopmeiners. Und Duro. Oh, er kriegt da nicht den Ball so perfekt hingelegt, dass er direkt hätte schießen können. Naja, dann nochmal. Koopmeiners diesmal mit der Seite. Jetzt brauchen wir einen Sturmlauf. Wir müssen jetzt diese Chance, wir müssen das dritte, das vierte Tor machen.
Genau, Hudson-Odoi war ja auch noch bei Augsburg irgendwo untergekommen. Aber irgendwo ist ja jetzt ein Mann weniger. Also die Augsburger spielen jetzt nur noch mit einem Sechser, anstatt mit 2 Sechsern, behalten die Viererkette bei. Beziehungsweise haben dann wohl umgestellt. 4-2-3-1 würde ich sagen. Oder? Schauen wir uns gleich nochmal an. Und zwar jetzt, weil wir können nämlich auch nochmal wechseln. Ich gucke mir erstmal an, wie Augsburg jetzt spielt. Leistung. Haben sie umgestellt? Nein, spielen immer noch mit einem 4-1-2-1-2. Bis auf die Tatsache, dass halt, ja, wo jetzt was fehlt. Das, ja, der linke Mittelfeldspieler fehlt. Da ist jetzt also ein bisschen Platz. Okay, das heißt, wir müssen ein bisschen mehr über unsere rechte Seite spielen. Das heißt aber auch, dass wir hier, ja, Ekitike ruhig reinbringen und auch Listesch, warum nicht? 2 frische Stürmer. Hier kann ich mal wieder Skiri reinbringen. Links, ja, da lasse ich nochmal Fofana. Das ist vielleicht auch nochmal eine Baustelle im Winter, wo wir vielleicht nochmal nachlegen könnten. Achtung, Santos. So, linkes Mittelfeld, rechtes Mittelfeld, nochmal ein paar Ersatzleute. Je nachdem, was zur Verfügung steht. Ne? Ich kann ja nicht einfach wahllos Spieler einkaufen. Das geht nicht. So, aber wir können jetzt hier verteidigen, weil Augsburg mit 10 Mann, also tut mir leid. Wenn ich Meister werden will, muss ich genau diese Spiele gewinnen. Das sind nämlich genau dann diese Spiele gegen die Teams, die unten drin stehen. Gegen die du dann die Punkte nicht liegen lassen darfst. Achtung, die Chance für Augsburg. Und knapp verzogen durch. Ich glaube sogar Cardona war es. Aber das war hoffentlich eine der letzten Gelegenheiten, die die Augsburger hatten. Jetzt wie über Ekitike. Gut und schnell und so einfach gespielt. Und da muss er rein. Und da muss er einfach rein. Viel besser kannst du es nicht ausspielen und viel entspannter. Vielleicht jetzt nach der Ecke. Koopmeiners, gute Ecke. Dimitrio. Kommt Fofana, gewinnen. Oh, es war aber auch ein Foul. Aber die Augsburger, die sind immer wieder gefährlich. Die werden immer wieder auch versuchen nach vorne. Natürlich, sie müssen zu spielen und sich Chancen rauszuspielen. Aber das müssen wir verhindern. Oh nein, da liegt Fofana. Nein, bitte nicht. Jetzt machen wir vorher noch das 3-1. Oh, Fofana, steh auf. Hopp. Ich habe, glaube ich, niemanden mehr für rechts. So, dann muss ich da Paxton Aronson spielen lassen. Aber der ist wieder oben. Komm, oben, Adingra. Oh, der liegt immer noch. Der liegt jetzt schon ganz schön lange. Der Schiri unterbricht aber auch nicht, ne? Dann spielen wir weiter. Koopmeiners. Skiri. Na, geht's weiter oder nicht? Oh nein, ich hab's befürchtet. Fofana. Jetzt kommt das natürlich auch noch mit dazu. Verletzungspech. Fofana raus. Jetzt muss ich halt entweder Paxton Aronson oder Hauge. Ich mach mal Hauge, der ist ein bisschen schneller. Ich hoffe, dass da nichts Schlimmes ist. Ansonsten brauchen wir Hauge Masterclass. Oder ich muss halt umstellen. Da muss halt Paxton Aronson oder Listesch von Anfang an spielen. Das ist natürlich bitter. Ich weiß aber gar nicht, bei welcher Aktion denn. Ja gut, der ist hingefallen und dann? Ja, weiß ich nicht. Egal, wir gucken einfach nach dem Spiel. Ich hoffe einfach nicht, dass wir die Nachricht kriegen, Kreuzbandriss, weil dann muss ich zulegen im Winter. Hoffen wir einfach mal noch auf 1-2 Wochen. Das wäre doch ganz schön. Am besten nur für ein paar Tage, aber ich glaube, das wird ein bisschen länger dauern, weil wenn die Szenen so eingespielt werden, dann ist das meistens was Schlimmes. Und was Schlimmes kann jetzt auch passieren. Kristovic mit der Chance! Und Augsburg gleicht in Unterzahl aus. Nach einem eigenen Eckball lassen wir uns wieder so düpieren. Ja, ich verstehe es nicht. Wo ist die Abwehr? Die kommt nicht schnell genug mit nach hinten und Kristovic, ja, versenkt den natürlich, ganz klar. Warum auch nicht? Ey, das ist schon wieder ein Spiel, da kommt wieder so viel zusammen, ey. 4 Tore, wieder 2 unnötige Gegentore, Platzverweis eigentlich für den Gegner, Verletzung. Und es ist ja immer noch nicht Schluss. Wir können immer noch, oder wir müssen gewinnen. Ganz klare Sache, wir müssen gewinnen. Skiri. Aber jetzt wollen wir auch den Ball reintragen ins Tor so ein bisschen. Skiri, oh, nee. Koopmeiners, Listesch. Oh, und dann kriegen wir den nicht kontrolliert, Junge. Schlechter erster Kontakt. Jetzt müssen wir aufpassen, nicht, dass die Augsburger noch zum 3-2... Ich krieg die Krätze hier, ey, wirklich. Jetzt gewinnen die das auch noch. Achtung! Könnte Elfmeter geben. Dimitrio gibt auf jeden Fall auch die rote Karte. Was ist denn jetzt los? 2. rote Karte in dem Spiel. Das hatte ich, glaube ich, auch noch nicht. 2 rote Karten in einem Spiel und das gibt... Boah, weiß ich nicht. Elfmeter oder Freistoß? Ist jetzt eine gute Frage. Also, wenn es Elfmeter gibt, dann hätte es, glaube ich, nur gelb gegeben, oder? Schauen wir mal. Nee, es gibt Freistoß. Jetzt muss ich auch wechseln. Ey, krass. Hammerhart. Was geht denn hier vor sich, ey? Jetzt muss ich den Stürmer wieder rausnehmen, ne? Ja, tut mir leid. Ich nehme Listesch wieder raus. Ich bleibe weiterhin in der Viererkette. Da muss Brandweight hinten rein. Also... 2 rote Karten in einem Spiel, da müsste ich mich schon lange zurückerinnern. Ich glaube, das hatte ich auch noch nie. Hier, meine ganzen Cracks, die Abonnenten, die schon seit
Verletzlichkeiten dabei sind. Guck doch gerade mal, wann das letzte Mal der Fall war. Und es geht weiter. Augsburg führt 3-2. Echt, da kannst du nur mit dem Kopf schütteln. Was willst du denn da machen? Den Freischuss kannst du nicht verhindern, gut geschossen und dann springt niemand mit hoch. Es sind wieder 3 Leute bei einem Augsburger und alle gucken zu. Alle haben sie die besten Plätze. Hier, der braucht gar nicht mal richtig hochsteigen. Das ist so geil, ey, wirklich. Du kriegst in Überzahl schon nichts hin. Dann kriegst du auch noch in Überzahl den Ausgleich. Dann kriegst du bei Gleichzahl das 3-2 und rennst jetzt eine Viertelstunde lang im Rückstand hinterher und kannst hoffen, dass du irgendwie vielleicht zum Remis kommst. Ekitike und Skiri aber jetzt. Geklärt auf der Linie. Hier ist wieder so viel drin. Hier ist so viel drin, ey. Wahnsinn. Nächster Eckball. Ekitike in die Mitte. Ob wir das noch hinkriegen, ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht wie. Guck mal, diese Fehlpässe. Und dann sind wir auch zu langsam. Guck mal, wir müssen längst wieder hinten sein, ey. Wir kassieren jetzt das 3. Gegentor auf die gleiche Art und Weise. Kristovic. Vorbei. Das ist Wahnsinn. Also da muss ich auch mal gucken, was da los ist, dass die nach Eckbällen nicht schnell genug zurückkommen. Das kann ja eigentlich nicht sein. Ekitike. Jetzt müssen wir eigentlich Platz haben hier bei 10 gegen 10. Irgendwo muss ja da ein freier Raum sein. Hauge, Koopmeiners, Ekitike im Doppelpass. Ja, aber zu kompliziert. Wir kriegen zwar nochmal den Ball, Hauge. Ja, der ist auch zu schnell wieder weg. Also das ist wieder so eines dieser Spiele, was mich mit ganz viel Fragezeichen wieder zurücklässt. Also die Platzverweise, die Gegentore, wieder 3 unnötig an der Zahl. Und wir sind ja immer noch nicht raus. Wir könnten eigentlich immer noch den Ausgleich schießen, aber nicht so. Ist jetzt der 3. Ball auch direkt auf den Keeper, Ekitike. Ja, und ich glaube, das wird einmal die nächste Niederlage. Also in der Bundesliga ist irgendwie, ich weiß nicht warum, der Wurm drin. In der Champions League, das läuft so glatt, so rund. Da hauen wir jeden Gegner weg, zu Hause, auswärts, souverän. Und in der Bundesliga tun wir uns gegen Augsburg, gegen die Kölner, gegen Hamburg so schwer. Ja, ohne Worte. Also dieses Spiel, das ist... Da hast du gar keine Worte. Ja, und jetzt kriegen wir das 4-2. Da brauche ich gar nicht mehr hinterherlaufen. 4-2. Oh, doch nicht. Weil uns da Santos doch nochmal den Hintern rettet. Dann kriegen wir jetzt nochmal eine Chance. Skiri. Eine letzte Chance. Adingra. Aber da muss es jetzt auch schnell gehen und darf nicht mehr nach hinten gehen. Skiri. Natürlich jetzt vorne. Es ist auch niemand da. Es ist niemand da, der ihm hilft. Koopmeiners. Ekitike. Ja, immerhin. Bringt dieses wahnwitzige Spiel, dieses verrückte Spiel zu einem Ende. 3-3. Also wie dieses Spiel verlaufen ist, ey, das darfst du niemandem erzählen, echt. So richtig freuen kann ich mich auch nicht. Klar, wir haben jetzt auch einen Punkt geholt, 3-3, aber der ganze Spielverlauf schon wieder, ey. Rote Karte, 2 rote Karten, die Gegentore schon wieder 3 Stück. Das geht halt auf Dauer auch nicht gut. Und wie gesagt, ich schieße nicht immer 3 Tore. Ich habe das gegen Hamburg geschafft, heute auch, ja gut. Aber das schaffe ich nicht immer. Ich schieße nicht immer 3 Tore. Also ein verrücktes Spiel, gerade die zweite Halbzeit, ey, nochmal. Das war beste Werbung eigentlich für meine Karriere. Wenn ihr jetzt noch kein Abonnent seid und noch nicht einen Daumen nach oben gegeben habt auf das Video, dann spätestens jetzt. Also wie viele Argumente soll ich hier noch liefern? Wieder Spektakel, wieder 6 Tore, 3-3. Aber diesmal halt leider 2 rote Karten. So ganz nebenbei erwähnt, wir hatten einen XG-Wert von 7. Wie? Wie haben wir denn einen XG-Wert von 7 bekommen? Also so viele Chancen hatten wir jetzt auch nicht. Vielleicht durch den Platzverweis von Augsburg. Und Augsburg hatte übrigens einen XG-Wert von 3. Ne, also aufgerundet 3 und wir hatten aufgerundet 7. Irgendwie 6,9 zu 2,67 oder so, keine Ahnung. Aber das ist schon wieder so eine wilde Partie. Jetzt haben wir natürlich 2 Leute, die wir ersetzen müssen. Dimitriou fällt zum Glück nur ein Spiel aus. Also da wird dann Brentwaite spielen. Und jetzt ist halt die Frage bei Fofana, wie lange der ausfällt. Wenn er jetzt ein halbes Jahr ausfällt, dann gute Nacht. Schauen wir mal, wie lange er verletzt ist. Fofana. Achso, bekomme ich gar nicht die Nachricht irgendwie? Okay, dann machen wir erstmal Listisch rein und dann will ich auch mal gucken, was er hat. Also irgendwie muss ich ja auch mal eine Mitteilung kriegen, oder? Neue Nachricht von Koopmeiners. Ja, ist ja okay hier. Ich erwarte mehr von dir, aber ich würde auch gerne mal wissen, wie lange er ausfällt. Wo sehe ich das denn? Mitteilung. Ach, hier, verletzt, genau. Also, er wird für 2 Monate ausfallen. Die Schulter ausgekugelt? Das sah aber jetzt nicht so aus, der ist einfach nur hingefallen. Gut, Dimitriou fällt für
Ach, Argentinien will mich als Nationaltrainer haben, okay. Fehlt für ein Spiel, das ist okay. Aber die Schulter ausgekugelt, das sah gar nicht so aus. Naja, also 2 Monate müssen wir jetzt auf Malik Fofana verzichten. Das heißt zumindest mal, ja, die restliche Hinrunde und auch ein bisschen von der Rückrunde. Also muss ich auf jeden Fall nochmal zuschlagen auf dem Transfermarkt mit ungefähr, wie viele Millionen haben wir? 8 Millionen. Wird schwer im Winter da irgendwen zu holen. Wir hätten auch wieder punktgleich ziehen können mit Leipzig. Wir hätten sogar Tabellenführer werden können. Aber das ist einfach zu viel, ey. 21 Gegentore im Vergleich. Leverkusen hat 9. Die Bayern haben nur 8 Gegentore, also zusammen 17. Die beiden zusammen haben sogar weniger als ich. Wolfsburg hat 12 Gegentore. Selbst Hoffenheim hat 16 Gegentore. Also wir haben mit die meisten Gegentore, ne? 21. Selbst der vorletzte Mainz hat 19. Ich weiß nicht, wie wir das in den Griff bekommen sollen. Augsburg ist auf dem 8. Platz, die stehen im Mittelfeld. Für die war das wie ein Sieg gefühlt, aber für uns ganz klar wie eine Niederlage. Also das Spiel musst du einfach gewinnen, ey. Dann holst du dir so eine blinde rote Karte ab. Dann kassierst du auch wieder Gegentore, wo du eigentlich gar nicht nachfragen darfst oder kannst. Naja, und jetzt gegen Mainz, 17. Ich habe es gerade angesprochen, Mainz mit den wenigsten Gegentore. Ich bin sehr, sehr gespannt. Also, es hilft nichts. Wir machen weiter. Wir nehmen es einfach so hin, wie es ist. Ich kann manchmal nur müde drüber schmunzeln und lachen. Wir nehmen es mit Humor. Ist nur ein Spiel. Macht doch Spaß. Und von daher gucken wir, ob wir Dimitriou gut ersetzt bekommen und ob Listic ein guter Vertreter von Fofana ist. Mit euch zusammen gucken wir das nochmal kurz auf die Gegneranalyse. Die haben die letzten beiden Spiele nicht gewonnen. 2 Siege davor und dazwischen mal ein Unentschieden, auch mit einer Dreierkette. Liegt mir eigentlich ganz gut, je nachdem gegen wen es halt geht, ne? Gegen Freiburg hat es geklappt. Mal gucken, ob es gegen Mainz auch so gut funktioniert. Also, macht's gut, bis zum nächsten Spiel. Ciao, ciao.